Nach dem Messerangriff in Solingen spitzt sich die politische Debatte über die Asyl- und Sicherheitspolitik erneut zu. Die oppositionelle Union macht der Ampel und vor allem Kanzler Scholz und Innenministerin Faeser schwere Vorwürfe. So fordert CDU-Chef Friedrich Merz einen Aufnahmestopp für Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan. Außerdem schnellere Abschiebungen von straffälligen Migranten. CSU-Chef Markus Söder spricht davon, dass Deutschland das Thema Migration über den Kopf wachse. SPD und Grüne warnen dagegen vor überhasteten politischen Reaktionen. Olaf Scholz, er wird am Morgen in Solingen erwartet. Mehr von Achim Unser. Nur eine Woche vor wichtigen Landtagswahlen ist Deutschlands Asylpolitik wieder im Brennpunkt der politischen Auseinandersetzung. Da der Täter von Solingen mutmaßlich ein abgelehnter syrischer Asylbewerber ist, gibt es nun lautstark die Forderung an die Regierung, endlich mehr zu tun. Das ist ja nicht die erste Tat, die passiert ist, eine Reihe von solchen Taten. Deswegen glaube ich, muss die Bundesregierung endlich handeln, Dinge ändern, und zwar grundlegend. Wir spüren, dass uns das Thema Migration in Deutschland über den Kopf wächst. Man kann das richtig spüren. Wir schaffen nicht mehr die Integration und wir haben nicht die richtigen Instrumente, um gegen Gewalt und auf Gewalt zu reagieren. Die Bundesinnenministerin erklärt, sie diskutiere bereits mit Regierungskollegen über Gesetzesverschärfungen, um Terror und Gewalt besser bekämpfen zu können. Der grüne Vizekanzler springt ihr bei. Ich denke, wir brauchen eine neue Debatte darüber, ob die Sicherheitsbehörden, die Bundessicherheitsbehörden, die Ausstattung ihrer Institutionen haben, die dieser Gefährdungslage entspricht. Die Aussage des Kanzlers, dass jetzt alles getan werden müsse, um Recht und Gesetz durchzusetzen, reichen dem Oppositionsführer nicht. CDU-Chef Friedrich Merz wettert, es reicht. Jetzt ist der Punkt erreicht, wo gehandelt werden muss und nicht weiter ritualhafte Reden gehalten werden müssen. Merz fordert unter anderem einen Aufnahmestopp für Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan und dass jeder ausreisepflichtige Straftäter in zeitlich unbegrenzten Abschiebegewahrsam genommen wird. Den Aufnahmestopp lehnt man in der SPD auch deshalb ab, weil das rechtlich schwer umsetzbar ist. Bei der Abschiebung gibt es aber ähnliche Forderungen. So meint SPD-Chefin Saskia Esken, was jetzt erfolgen muss, ist die konsequente Abschiebung von Straftätern und islamistischen Gefährdern auch nach Syrien und Afghanistan. Was allerdings vielen auffällt, die aktuelle Vehemenz der Bundesinnenministerin und der Regierung beim Thema Messerverbotszonen ist in der Sache zwar nicht falsch, doch mit dem Anschlag in Solingen hat das nichts zu tun. Ein Terrorist lässt sich von Verboten kaum abschrecken.